Freitags am Feiertag fuhren viele von uns hinaus an die flachen, unendlichen Sandstrände, die jedem Reiseprospekt alle Ehre gemacht hätten. Feiner weißer Sand, soweit das Auge reichte. Und das Meer so klar, dass man meinte, die Fische mit der Hand einfangen zu können. Weit und breit war keine Menschenseele zu sehen. Frank blieb meistens am Ufer zurück, legte sich auf eine Strohmatte und las, während ich mich sofort in das azurblaue Nass stürzte. Ich legte mich auf den Rücken und ließ mich die Sonne im Gesicht einfach treiben. Aber einmal, als ich aus dem Wasser wollte, war Frank von einer Meute Araber umgeben, die plötzlich wie aus dem Nichts aufgetaucht waren. Mit glühenden Augen saßen sie am Ufer und warteten darauf, dass ich aus dem Wasser stieg. Frank fuchtelte aufgeregt mit den Händen und gab mir zu verstehen, dass ich bleiben sollte, wo ich war. Schließlich kam er mir im Wasser entgegen und reichte mir ein großes Badehandtuch, in das ich mich unter dem Gejohle der Herumstehenden einwickelte. Es waren auch viele kleine Jungs unter den Gaffern, und als ich aus dem Wasser kam, griffen sie sich schamlos in den Schritt und stießen dabei kehlige Laute aus. Nach diesem Erlebnis haben wir uns unseren Badeort immer besonders sorgfältig ausgesucht. Wir hatten die meiste Zeit Glück, ein paar ungestörte Stunden am Meer zu verbringen. Aber ich konnte das Verhalten der Einheimischen auch nachvollziehen. Denn wenn Saudi-Frauen überhaupt baden gingen, taten sie das bekleidet und mit verschleiertem Gesicht. Ich habe das später mehr als einmal beobachtet, wie sie fröhlich in ihren langen Gewändern planschend und spritzend knietief im Meer standen, denn die meisten von ihnen konnten gar nicht schwimmen. An den Freitagen konnte man sich auch in der Stadt nach den Mittagsgebeten öffentliche Hinrichtungen ansehen. Die Berichte von Männern aus unserem Camp über untreue Frauen, die bis zum Hals in die Erde eingegraben und dann zu Tode gesteinigt wurden, verfolgen mich noch heute. Um keinen Preis der Welt hätten Frank und ich uns sowas Entsetzliches angesehen. Die Gläubigen essen ja mit der rechten Hand und säubern sich mit der linken auf der Toilette. Zur Strafe wurde dann aber immer die linke Hand abgeschlagen, und dadurch war der ganze Mann dann unrein, denn er musste ja nun mit der gleichen Hand essen, mit der er auch seine Notdurft beseitigte. Es gab verschiedene Strafmaße. Alkoholmissbrauch gab es Peitschenhiebe und Sex vor der Ehe gab es auch Peitschenhiebe. Bei Raub wurde sogar die Hand und der Fuß abgeschlagen und die Todesstrafe stand auf Homosexualität, Blasphemie und Abwendung vom Islam. Grundlage für die Bestrafung ist meist das traditionelle islamische Recht, die Scharia. Aber da es in Saudi-Arabien kein Strafgesetzbuch gibt, sind die einzelnen Vergehen Auslegungssache des jeweiligen Richters. Trotz Todesstrafe und Folter kam es immer wieder zu unangenehmen Zwischenfällen. Frauen wurden, wenn sie in der Stadt unterwegs waren, angefasst. Unsere Friseurin, die sich wenig um die Sitten im Lande scherte und immer in westlicher Kleidung ihre Einkäufe erledigte, kam einmal völlig aufgelöst zurück, weil man ihr in der Menschenmenge auf dem Markt an die Brüste gefasst hatte und sie anschließend entsetzt feststellen musste, dass ihr Kleid mit Sperma besudelt war. Meine lieben Zuhörer, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Interesse an meiner Geschichte. Und es freut mich sehr, dass euch auch die Gedichte gefallen, die ich euch vorlese. Ich finde es nämlich so wichtig, dass diese Literatur nicht in Vergessenheit gerät. Es gibt noch so viel, was ich euch unbedingt erzählen muss. Und es bleibt spannend, versprochen. Also bitte weiter abonnieren und liken.